Guten Morgen und hallo zusammen. Wir haben jetzt ca. 9:15 Uhr. Ich mache dieses kurze Video jetzt, weil es jetzt noch nicht zu heiß ist. Das ist hier absolute Südseite. Die Sonne kommt später rum und ich werde mir den verbrennen, das weiß ich jetzt schon. Ich nehme euch da ein bisschen mit, zeige ich so mal ein bisschen meinen Aufbau, damit ihr auch ein Bild habt, was macht denn der Typ da eigentlich, von was redet er die ganze Zeit. Ich werde jetzt auch weniger auf die Datenblätter eingehen, sondern mehr einfach auf den Aufbau, weil die Datenblätter bekommt ihr sowieso zugeschickt. Es gibt viele YouTuber, die bereits vorgestellt haben, beziehungsweise die Batterien auf alle möglichen Eventualitäten getestet haben. Wie gesagt, da gehe ich jetzt weniger drauf ein, sondern mir geht es eher speziell darum, euch meinen Aufbau zu zeigen, wie der für mich funktioniert, wo ich noch selbst Anpassungen machen muss, beziehungsweise Optimierung vornehmen muss. Und ja, deswegen bleibt dran. 3 hours later. So, wie vorhin erwähnt, es geht jetzt um genau diese Kiste. Was sehen wir jetzt hier? Einmal der Lüfterauslass, der Lüftereinlass, dann eine WLAN-Antenne sowie den Anschluss von dem Solarpanel und entsprechend der Stromstecker. Das Ganze ist dann auf einen kleinen Rollwagen montiert. Warum? Darin befinden sich aktuell noch 2 AGM-Akkus, die sind einfach sau schwer. Ich glaube, jetzt ohne ins Datenblatt zu schauen, müssten das Stück um die 30 Kilo wiegen. Also haben wir dann plus der ganzen Peripherie ungefähr 70 Kilo jetzt hier stehen. Die werden jetzt ein paar Kilo leichter, weil jetzt gleich die AGM-Akkus rauskommen und stattdessen die Li-Time Lithium-Eisenphosphat-Akkus reinkommen. Das ist jetzt nun die Kiste, die hier draußen auf dem Balkon unter dem Solarpanel steht. Ja, was haben wir jetzt hier? Sieht ein bisschen chaotisch aus. Der eine oder andere wird sagen, hey, hier fehlt ja ein Schutzschalter. Absolut richtig, befindet sich auch alles noch ein bisschen im Aufbau. Es ist aktuell einfach so, Zeit ist ein rares Gut. Deswegen, ein paar Teile sind noch gerade im Zulauf. Und von daher wird es da für mich persönlich auch noch ein Update zu geben. So, was sehen wir jetzt als allererstes hier? Wir haben hier 2 AGM-Akkus mit jeweils 92,8 Ampere-Stunden und 12 Volt. Die werden dann über 25 Quadratkabel zusammengeführt. Dann haben wir entsprechend hier noch einen Balancer mit dran, der die beiden einfach auf Waage hält. Dann haben wir ein 16 Quadrat zweimal, das letzten Endes an den Inverter geht. Und das ist dann auch nochmal über einen 30 Ampere Sicherungsschalter entsprechend gesichert. Das gleiche haben wir hier auf der Seite von dem MPPT-Laderegler von EPEVA. Das ist mit einer 30 Ampere Sicherung abgesichert auf 10 Quadrat. Ich bin kein Freund von dieser, ich sag mal, fliegenden Lösung. Da bin ich mir jetzt noch was dabei am Überlegen, dass ich im Zuge dessen, wenn hier noch ein Schalter reinkommt, dass das alles nochmal hier an die Seite wandert. Ist zwar ein bisschen dann rumgewurschtelt, wenn ich eine Batterie rausnehmen möchte, aber im Ernst, wann mache ich das? Genau, dann weiter ist es so, dass ich Home Assistant auf einem Raspberry Pi 4 verwende. Da wiederum habe ich nach einer Lösung gesucht, wie ich das letzten Endes auslesen kann, beziehungsweise visuell darstellen. Und das kann ich auch in einem späteren Medium nochmal zeigen. Hier unterhalb befindet sich ein WT32 ETH01. Das ist ein ESP32, allerdings mit dem Ethernet-Anschluss. Der wiederum geht dann hier unten an den Repeater und der Repeater wiederum funkt dann die ganze Geschichte Richtung Fritzbox und die wiederum gibt es an Home Assistant auf dem Raspberry Pi weiter. Was habe ich dann letzten Endes für ein Benefit? Ich kann die ganzen Werte von dem MPPT-Solarladeregler auslesen, sowie auch die Werte von dem Soyo und kann entsprechend dann auch darüber die Lüftertemperatur bzw. die Anlauftemperatur des Lüfters vom Gehäuse regeln. Hier unten sieht man einen kleinen Lufteinlass. Normalerweise habe ich hier noch eine Abdeckung drüber. Das ist auch für mich jetzt aktuell noch ein bisschen suboptimal, sodass dann bei relativ hoher Wärme, was jetzt bisher noch nicht aufgetreten ist, die Batterie runtergekühlt werden kann, indem der die Luft hier unten reinzieht, dann hier rauskommt und dann wieder nach oben aus dem Gehäuse entschwindet. Der Lüfter hat auch noch den Hintergrund, dass wenn der Soyo Source Inverter auf eine Temperatur von über 43 Grad kommt, springt automatisch dessen Lüfter an. Meistens bewegt er sich um die 40 Grad, was ein Vorteil wiederum bei kälteren Außentemperaturen ist, weil letztlich auch das Gehäuse dann auf Temperatur gehalten wird. Das Ganze lese ich hier mit einem Zigbee-Sensor aus. Den finde ich ein bisschen suboptimal, weil das Update-Intervall 5 Minuten beträgt. Ich finde es ein bisschen zu hoch.
Deswegen überlege ich mir, ob ich das durch einen anderen ersetze, beziehungsweise auch nochmal über einen ESP32 oder 8266 in Verbindung mit einem BME 280 Sensor, der das wiederum dann auch weitergibt an Home Assistant. Genau. In Home Assistant sind jetzt ein paar Automatisierungen hinterlegt, dazu komme ich aber in einem anderen Video später gerne nochmal zurück. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ich glaube aktuell nicht. Solltet ihr hierzu Fragen haben, Anregungen, Kritik, gerne. Wie gesagt, ich bin damit noch nicht fertig, deswegen sieht es hier aus wie so ein kleines Schlachtfeld und wie gesagt, das hier ist auch noch nicht so eine ganz optimale Lösung. Genau, ich baue jetzt erstmal die neuen Lithium-Eisenphosphat-Batterien von Litime ein und dann entsprechend muss ich erst nochmal die Konfiguration auf dem Solarladeregler ändern, weil aktuell ja ein Profil für AGM-Akkus hinterlegt ist, sprich andere Spannung, andere Werte. Sehr, sehr wichtig zu beachten, also vor Inbetriebnahme, falls ihr das machen solltet, als allererstes diese Einstellung von dem Gerät ändern. Auch noch was sehr wichtig ist, nicht die Batterie trennen und dann das Solarpanel, sondern erst das Solarpanel und dann die Batterie. Ansonsten werdet ihr mit höchster Wahrscheinlichkeit den Laderegler zerstören. Genau, das ist erstmal soweit dazu. Dann ja, sehen wir uns gleich in einem Timelapse wieder. Der Aufbau ist jetzt soweit, oder der Einbau ist jetzt gemacht. Es war ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe das übersprungen, weil ich musste zwischendrin nochmal eine Unterbrechung machen. Weil jetzt Plus und Minus sind jetzt von der Ausrichtung her anders. Dadurch sind die Kabellängen jetzt nicht mehr so ganz optimal und es sieht hier alles so ein bisschen wirklich verkäst aus. Das sind aber Sachen, die ich jetzt im Zuge dessen, wenn ich hier den Schutzschalter einbaue, jetzt haben wir gerade, glaube ich, ein bisschen Lautstärke im Hintergrund, die Post, werden dann die Kabel nochmal dicker gemacht und dann werde ich mir die ganze Kabelführung nochmal ein bisschen überlegen, weil das gefällt mir alles nicht so ganz. Das ist jetzt zweckmäßig, aber optisch, beziehungsweise jetzt, ich würde jetzt nicht sagen sicherheitstechnisch, auf jeden Fall ist es jetzt nicht so ganz optimal. Anyhow, Solarpaneele sind noch nicht angeschlossen oder das Solarpanel ist noch nicht angeschlossen. Der Strom ist an, der EPEVA hat jetzt auch bereits, ist hochgefahren, der Sojo ist im Standby und ich werde jetzt noch mal gerade schnell die vorgefertigten Daten für den Inverter für Lithium-Eisenphosphat-Akkus einstellen. Das werde ich dann später auch noch mal in einem anderen Video erklären, wie ich das mache, beziehungsweise welche Werte ich verwendet habe. Genau, so, dann haben wir das hier. Wir haben 8 Zellen. Ich weiß, ihr seht jetzt nichts, aber... Much later. So, ich habe jetzt die Einstellung vorgenommen auf dem EPEVA. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, weil ich hatte ein paar Schreibfehler drin gehabt in den Spannungswerten. Irgendwie reagiert die Software etwas akribisch darauf oder allergisch darauf, wenn Punkt und Komma bei der Zeichensetzung verwendet werden. Deswegen, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich werde der Sache noch mal ein bisschen auf den Grund gehen. Aber aktuell lädt jetzt das Solarpanel mit 460 Watt und ca. 17 Ampere in die Batterie rein. Ich werde das jetzt weiterhin nochmal beobachten bzw. tracken, wie sich es damit jetzt verhält. Und dann werde ich jetzt nochmal ein späteres Video machen.